Mit diesem Video beginnt ein neues Projekt, und zwar die Sanierung des Bahnhofs Kleiningen hin zu einem modernen DB-Haltepunkt aktueller Prägung. Der derzeitige Bahnhof, der in den alten Videos zu Beginn immer zu sehen war, ist in die Jahre gekommen und passt nicht mehr zum neuen Modul Abstellung mit Betriebshof. Dort ist die Neuzeit umgesetzt, während am Bahnhof noch der Charme früherer Tage zu finden ist, bei dem zum Beispiel Inklusion noch kein Thema war. An kleineren Strecken werden die Bahnhofsgebäude gar nicht mehr genutzt und die Bahnsteige sind barrierefrei ausgebaut. Und bei der Anreise zum Bahnhof spielen Fahrräder heute eine viel größere Rolle. Zunächst eine kurze Bestandsaufnahme zu Bahnhof und Gleisplan im heutigen Zustand. Die Länge des Bahnhofsbereichs beträgt 2 Meter, die des Mittelbahnsteigs allerdings nur 80 Zentimeter. An diesem Bahnsteig befinden sich die beiden durchgehenden Streckengleise, zum Bahnhof hin mit Ausfahrt nach links, beim außenliegenden Gleis die Ausfahrt nach rechts. Das Gleis direkt am Bahnhof dient dem Abzweig nach Rosenheim sowie dem Zugang zum Ladegleis. Außenliegend befindet sich ein Umfahrgleis mit 2 Lade- bzw. Abstellgleisen. Grundsätzlich soll der Gleisplan erhalten bleiben. Allerdings soll der Bahnsteig verbreitert und auf eine Länge von mindestens 1 Meter erweitert werden. Für die Bahnhofsgebäude und Bahnsteige ist ein Austausch geplant. Zur Bebauung und Ausstattung von Bahnhofsbereichen hilft ein Blick in die Normen europäischer Modellbahnen. Hier findet man länderspezifische Empfehlungen zu den Eisenbahnepochen. Für Deutschland ist dies die NEM 806. Ich schaue mir die für mein Projekt relevanten Angaben der Epochen 5 und 6 an. Im markierten Kasten gelb hinterlegt findet man für die Epoche 5 hier die Einführung von elektronischer Stellwerkstechnik und von KS-Signalen und damit einhergehend Stilllegung und Abbruch örtlicher Stellwerke, die Stilllegung von Güterverkehrsanlagen, neue Stationsbeschriftungen weiß auf blauem Grund sowie ganz unten den Rückbau von entbehrlicher Infrastruktur. Alles Punkte, die bei mir noch umzusetzen wären. Gehen wir zur Epoche 6. Hier wird die Digitalisierung flächendeckend umgesetzt und der Rückbau entbehrlicher Infrastruktur weiter vorangetrieben. Empfangsgebäude mittlerer und kleiner Orte werden an Privat verkauft und Bahnanlagen für den Personenverkehr auf Haltepunkte mit Bahnsteigen und Zugängen über Rampen reduziert. Auf Güterverkehrsanlagen werden Park-and-Ride-Parkplätze errichtet. Schließlich werden niveaugleiche Übergänge beseitigt, Schallschutzwände aufgebaut und bei der Erneuerung von Oberleitungen fallen in Bahnhöfen die Quertragwerke weg. Diese Empfehlungen entsprechen durchaus meiner Wahrnehmung und ich werde zunächst den bisherigen Zustand meines Bahnhofs analysieren. Das Empfangsgebäude entspricht dem einer Nebenbahn in Epoche 1 und wäre heute außer Betrieb zu setzen. Die Bahnsteigüberdachungen sind durch regengeschützte Warteplätze ersetzt. Für DB Cargo ist der Standort nicht mehr attraktiv und das Ladegleis wurde stillgelegt. Das Stellwerk ist mindestens stillzulegen, gegebenenfalls auch zurückzubauen. Gleiches gilt für den Ladekran und die Segmentdrehscheibe. Bevor ich jedoch diese weitreichenden Veränderungen umsetze, schaue ich mir zunächst noch einmal die Realität an. Im letzten Video habe ich mir nicht ganz grundlos aktuelle Bahnhöfe der Rhein-Erft-Bahn angesehen. Es waren die Backsteinziegelbauten in Pulheim, Pulheim-Stommeln sowie Rommerskirchen. Alle 3 Bahnhöfe liegen direkt hintereinander und entsprechen einem preußischen Einheitstyp. Die Gebäude bestehen aus einem eingeschossigen Wartesaal, einem zweigeschossigen Mittelbau sowie einer Abfertigung als Übergang zum Lagerschuppen. Das gut erhaltene Backsteinmauerwerk ist mit Friesen und Simsen verziert. Die Bahnsteige der 3 Haltepunkte wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten saniert. In Stommeln und Pulheim gibt es jeweils 2 außenliegende Bahnsteige. In der Ausfahrt Pulheim ist die Fahrt ins Gegengleis möglich. Lade- oder Abstellgleise wurden zurückgebaut. Im Abzweigbahnhof Rommerskirchen findet man einen Mittelbahnsteig. Neben den beiden durchgehenden Streckengleisen gibt es auf beiden Seiten Umfahrgleise. Am ehemaligen Empfangsgebäude entlang geht es zum Abzweiggleis. Bei der Sanierung Anfang der 2000er Jahre wurde das damalige Bahnsteigkonzept mit einem DB-Pluspunkt umgesetzt. Neben den auffälligen roten Bauelementen wurden ein Infotelefon sowie überdachte Wartemöglichkeiten geschaffen. Auch in Stommeln wurde das Konzept realisiert, das die DB allerdings aufgrund der hohen Kosten bald wieder aufgegeben hat.
Es wurde in 3 Varianten gebaut, neben der Ausführung in Rommerskirchen und Stommeln als Tor oder einfach als Säule. Den Bahnsteig erreicht man über eine Unterführung. Neu ist das tastbare Bodenleitsystem, das in Pulheim bereits im gesamten Bahnhofsbereich zu finden ist. Barrierefrei gelangt man in Rommerskirchen nun über einen Aufzug zum Mittelbahnsteig. Auf der Straßenseite befindet sich eine Rampenanlage mit Treppenaufgang. Vor der Unterführung gibt es Tickets und Zuginformationen. An allen 3 Haltepunkten gibt es teilweise überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Von dem durch die ESTW-Technik abgelösten Fahrdienstleiterstellwerk in Stommeln ist einzig die Bahnunterführung übrig geblieben. Basierend auf den Empfehlungen der NEM 806 sowie insbesondere den Feldstudien der Bahnhöfe an der Rhein-Erft-Bahn erfolgt nun die Neuplanung. Um den Bahnsteig verlängern zu können, muss die 3-Wegeweiche durch eine einfache Weiche ersetzt werden. Zur Verbreiterung des Bahnsteigs muss der Abstand der Gleise vergrößert werden, wodurch auch Anpassungen auf den Graden erforderlich werden. Als Vorbild für die Gestaltung des Bahnsteigs sollen die Haltepunkte in Rommerskirchen, aber auch Pulheim dienen. Wenn ich schon einen größeren Umbau vornehme, soll auch das Bahnhofsgebäude ausgetauscht werden. Als Vorbild soll der Bahnhof in Pulheim dienen. Noch nicht sicher bin ich mir bezüglich der Umsetzung der 3. Idee. Eine einfache Stilllegung des Stellwerks sowie der Ladeanlagen wäre optisch einfach möglich. Ein Rückbau dagegen würde deutlich größere Möglichkeiten zur Verlängerung und Verbreiterung des Bahnsteigs sowie der Umfahrung bieten. Allerdings wäre der Aufwand doch erheblich. Über Kommentare zu diesem 3. Punkt würde ich mich freuen. Die Basis der momentanen Bahnsteige besteht aus Faller Bahnsteigteilen, ergänzt um Styropor und Spachtelmasse. Dabei liegt die Bahnsteighöhe nur wenig über der Gleisoberkante. Bei der Auswahl der Gestaltungsmaterialien für die neuen Bahnsteige habe ich gute Hinweise in der Videoreihe Bahnhofsmodul des Kanals Schmidtko Modellbahn gefunden. Das ein oder andere wird man wiedererkennen. Sehr schnell habe ich mich bei der Bahnsteigoberfläche gegen die Verwendung der kleinen Verbundpflastersteine entschieden, da mir der Aufwand der Verlegung von Tausenden von Steinchen doch viel zu groß erscheint. Kunststofffertigprodukte, die man ja auch noch adaptieren kann, scheinen mir hier deutlich geeigneter. Auf den Bahnsteigoberflächen soll das tastbare Bodenleitsystem moderner, barrierefreier Haltepunkte nachgebildet werden. Für eine Abschätzung der Größe der Bodenplatten sieht man hier am Beispiel Pulheim, dass sie ungefähr einem Fußabdruck entsprechen. Evergreen Scale Models bietet Kunststoffplatten mit unterschiedlichem Steinbelag an, allerdings quadratisch und nicht versetzt. Bezüglich Steinform und Verlegungsmuster besser passend sind die Fußsteigplatten von Auhagen. Wenn man auf die Schuhe schaut, ist auch die Größe passend. Bei den tastbaren Platten gibt es, wie hier in Rommerskirchen zu sehen, 2 Varianten, Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder. Nachbildungen in H0 gibt es hierzu von der Firma Rietze. Den dB-Plus-Punkt gibt es als H0-Modell von der Firma Faller. Dabei ist der Aufbau in allen 3 von der DB gewählten Bauformen möglich. Bahnsteigtreppen und Aufzüge gibt es von verschiedenen Herstellern. Wahrscheinlich werde ich eine Kombination verwenden. Die Lampen am Bahnhof Pulheim gibt es als Fiesmann-Modell. Das macht die Auswahl einfach. Als Vorlage für das nicht mehr in Funktion befindliche Empfangsgebäude habe ich mir den Bahnhof Pulheim ausgewählt. Die Fassade besteht aus roten Backsteinziegeln mit Friesen und Simsen sowie Rundbogenfenstern. Der angebaute Lagerschuppen besteht teilweise noch aus ausgemauertem Fachwerk, ist für die heutige Nutzung aber baulich angepasst worden. Auhagen hat einige preußische Bahnhofsgebäude in Backsteinziegeloptik im Angebot, die als Basis für einen Nachbau des Bahnhofs Pulheim dienen können. Ich habe für dieses Kitbashing den Bahnhof Neupreußen ausgewählt. Der zweigeschossige Mittelbau entspricht annähernd dem Original in Pulheim, genauso wie der eingeschossige Wartesaal. Aus dem linken Gebäudeteil könnte der Übergang zum Lagerschuppen entstehen. Als Ergänzung zum Bahnhof Neupreußen hat Auhagen ein Lagerschuppen im Angebot. Hierzu sind verschiedene Aufbauvarianten angegeben, von denen die gekürzte Version schon ganz passend aussieht. Alternativ oder als Ergänzung gibt es Backstein-Nachbildungen von verschiedenen Zubehöranbietern. Ein komplett anderer Ansatz zum Bau der Fassaden wären Hartschaumplatten, in die die Struktur mit der Hand eingeritzt wird. Diese Technik ist in besonderer Vollendung auf dem Kanal Kunstmichi zu finden.
Das zu sehende Steinmuster ist mit der Hand eingeritzt und die Steinstruktur mit zerknüllter Alufolie aufgedrückt. Da es sich bei Backsteinziegeln nicht um Natur-, sondern Formsteine handelt, die eine eher regelmäßige Struktur aufweisen, habe ich auf die aufwendige Hartschaumalternative verzichtet. Im vorausgegangenen Projekt Abstellung mit Betriebshof habe ich zur Erzielung einer Putzstruktur die glatten Kunststoffteile mit einer Mischung aus Farbe und Fugenzement behandelt. Das Ergebnis finde ich sowohl für die Außenfassade gelungen, als auch wie hier zu sehen, zum Beispiel für eine Werkstattwand. Der Kunststoff dient nur noch als Träger. Da bei der gezeigten Vorgehensweise die Struktur der Backsteinziegelfassade verloren gehen würde, habe ich zunächst etwas mit Fugenzement und Farbe experimentiert. Dabei habe ich einen sehr wässrigen Schlamm mit wenig Zement aufgebracht. Nach dem Trocknen wird die Steinoberfläche freigerieben. Damit die Oberfläche nicht zu gleichförmig wirkt und Steine auch mal fehlen können, habe ich eine Nadel erhitzt und diese dann unregelmäßig und mit unterschiedlicher Kraft in die Platte gepiekst. Hier das erste Ergebnis, das sich schon sehen lassen kann, auch wenn es noch nicht ganz der Fassade in Pulheim entspricht. Ich werde im nächsten Video zunächst mit dem Aufbau des Empfangsgebäudes beginnen, um den angrenzenden Bahnsteig besser planen zu können. Das Ergebnis sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Bis dahin.